So, guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Heute mit einem Frage-Antwort-Video. Ihr fragt, ich antworte. Nein, ihr habt gefragt, ich antworte. Und zwar habe ich das gestern schon gesagt, als ich das Donnerstagsvideo angefangen habe. Ich mache das auf mehrere Teile, das geht nicht. Und zwar immer so 15 Minuten und dann lade ich es hoch. Und wann ich das hochlade, das weiß ich noch nicht, ob ich das heute, Freitag und Samstag hochlade oder nächste Woche. Das kann ich noch nicht sagen. Aber ich werde es jetzt mal machen. Drecksack hat gefragt. Wäre mal interessant zu erfahren, wie du das schaffst, dass deine Miets unterwegs, wo du bist, nicht abhauen. Nö, die hauen nicht ab. Erstmal, weil die 13 Jahre alt sind, immer zu Hause waren, also immer im Haus waren. Es waren nie Freigänger, In-Home-Cats. Und ich bin ja total stolz, dass die das alles so mitmachen. Ne? Die haben ja sonst immer in einem Haus gewohnt oder in einem Apartment. Und dann ging es nach Kanada und ging es in Trag, ne? Und die, ich könnte die Tür auflassen, die würden das nicht verlassen da. Weil die, also ich muss dazu sagen, seitdem wir hier diesen Flug nach Kanada gemacht haben und alles Mögliche, ich laufe mal hier ein bisschen rum, ne? Sind wir so vertrauensmäßig ganz nah zusammen, ne? Also die hören mir zu, wenn ich sage Sitz, dann machen die Sitz, ne? Und wir haben auch so eine eigene Art zu kommunizieren. Die würden nicht abhauen. Ich könnte die Tür auflassen, die würden nicht abhauen. Selbst wenn ich die auf den Arm nehme und mal über den Truckstop so laufe mit denen auf dem Arm, ne? Also mit einer jeweils, dann gucken die immer zum Truck und wollen zum Truck zurück. Ne? Also das draußen, also wie gesagt, das haben die nicht gelernt, ne? Das ist so, ne? Truck ist zu Hause und dann ist es ja auch so, wenn sie zum Beispiel den Truck verlassen würden, würden sie auch ihre Nahrungsstelle verlassen. Ne? Die haben noch nie eine Maus gefangen. Die haben, also ich habe die mal auf dem Balkon gehabt oder auf einer Terrasse, früher, vor ein paar Jahren. Und da, wenn da eine Maus war, die haben Angst vor einer Maus. Ich sage, nee, das ist das Futter. musst du jagen. Machen sie nicht. Ob das jetzt tiergerecht ist oder nicht, ich denke einfach, dass sie es nicht einfach anders gelernt haben und dass sie es dann auch nicht vermissen. Das ist so, ne? Ich denke, das ist das Gleiche, als wenn, was sage ich jetzt als Beispiel? Wenn jetzt einer noch nie Truck gefahren ist, dann kann er das auch nicht vermissen. Das sage ich sehr ungern, weil Truckfahren vermisse ich eigentlich nicht. Aber, weißt du, so, das, was man nicht gehabt hat im Leben, das vermisst man auch nicht. Natürlich sagen manche Leute, ja, das ist nicht tierartgerecht, aber wisst ihr was? Ist mir scheißegal, was ihr da sagt. Weil, oder was manche Leute sagen, nicht ihr. Das ist nochmal schrecklich. Ich habe letztes Jahr einen Kommentar gelöscht, jetzt fängt er wieder ein Kommentar an. Da hat einer geschrieben, Katzen im Truck geht gar nicht, ein Fall für den Tierschutz. Ja, wie gesagt, also Katzen, gar kein Problem. Die haben im Beifahrerfußraum haben sie ihre Toilette, ne? Cat-Litter, hier Katzenklo. Das wird 3-mal am Tag, mache ich das sauber. Dann kriegen sie ihr Futter. Das heißt, sie haben Wasser haben sie immer zu trinken, Trockenfutter haben sie immer. Und, ui, jetzt blockiere ich alle hier. Und Nassfutter kriegen sie 2-mal am Tag, morgens einmal und abends. Und das ist gut. Dann kommen sie abends zum Kuscheln, wenn ich ins Bett gehe. Und dann geht jeder so seinen Weg. Ne? Ich habe letztens gelesen, eine Katze zu haben ist wie eine WG. Manchmal, jeder geht so seine Wege und manchmal findet man auch etwas Kotze. Ja. Das höre ich. Ach ja, genau, das können meine Katzen auch. Die kotzen ins Katzenklo. Habe ich denen beigebracht. Sobald irgendeiner anfängt da rumzuwürgen, stürmt eine von den beiden zum
Katzenklo. Und habt ihr nicht gesehen? Ja, so typisch amerikanisch. Dann stürmt eine zum Katzenklo und dann zum Katzenklo. Ja, ich würde sagen, das ist alles easy going. Frage, warum, also Rüdiger Kuzian fragt, warum ist in Kanada Volvo so verpönt? Du hast ihn ja auch gefahren, du hast nie Ärger gehabt. Ich weiß nicht, ist Volvo verpönt? Weiß ich nicht. Ist das so ein schlechtes Auto? Also ich hatte ja einen schlechten Start mit dem, ne? Weil der halt dreckig war, ne? So. Und der war halt vorher 4 Jahre lang gefickt worden von einem, ne? Also der war scheiße, der Wagen. Aber was mich persönlich, wenn ich jetzt vom Dreck absehe, huiuiui, die Kamera wird zu schwer im linken Arm. Das habe ich noch nie gehabt. So. Was ich wenn ich den Dreck mal absehe, also es ist nicht so, es ist nicht so, dass ich jetzt hier so ein Truck-Fan bin und dass ich jedes Modell kenne. Als ich 8, 9 Jahre alt war, habe ich Autos an den Rücklichtern, an Kleinigkeiten erkannt halt, ne? Jetzt ist das nicht mehr so. Also der Volvo, abgesehen vom Dreck her, was ich jetzt nicht so gut am Volvo fand, war, dass das Ding voller Plastik ist, ne? Ja, jetzt sagt jemand, ja, Plastik haben sie auch alle drin. Ja, gut, aber das wirkt beim Volvo extrem billig. Und der hat, glaube ich, das gleiche Armaturenbrett drin, hier der in den Staaten, wie der bei euch in Europa. Und es ist halt so, dass ich sage jetzt nicht, ich mag den nicht, ich würde den fahren, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Job suchen müsste und ich würde da einen Cascadia sehen und eine Firma fährt Cascadia und die andere Firma fährt Volvo, dann würde ich auf jeden Fall den Cascadia nehmen, weil der einfach wertiger ist. Mal hier, das ist ja kein nichts zum Frage-Antwort-Dings, aber schöne alte Rumpelkiste. So, ja, aber ansonsten an sich, nicht schlecht. Aber ich würde den Cascadia vorziehen, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, viele sagen, mach doch mal Owner-Operator, also eigenen Truck kaufen, würde ich mir kein Volvo kaufen, ich würde mir auch keinen Cascadia kaufen, ich würde mir auch kein International kaufen. Aber der Cascadia ist von allen, die ich bis jetzt gefahren habe, das wertigste Auto, ne? So, in weiß nicht, keine bisschen Ladung. Mackie hat mal in Kanada gewohnt, ne? War das der? Sag mal Bescheid. Der möchte gerne wissen, würdest du die Insel verlassen, wenn du deine PR hast? Das heißt also PR, Permanent Resident, ne? Unbefristete Aufenthaltsgenehmigung in Deutsch. Ob ich die Insel verlassen werde? Höchstwahrscheinlich werde ich die Insel verlassen, wenn ich meine PR habe. Weil ich möchte ja ganz gerne einen Job machen, dass ich abends zu Hause bin, ne? So. Und mittlerweile ist der YouTube-Kanal so gewachsen, dass ich ganz gerne es so hätte, dass ich einen Job hätte, mit dem ich da meinen YouTube-Channel mit mixen kann, ne? So. Und auf der Insel ist es halt so, die Insel ist schön, ist wunderschön, ne? Im Sommer ganz viele Urlaub. Nein, also die Beaches und so, ist alles wunderschön da, ne? Aber es ist nun mal halt auch sehr, sehr, ja, einsam würde ich nicht sagen, weil ich nie einsam bin. Ist sehr verlassen halt, ne? Gerade im Winter denkst du, da lebt nichts, ne? So, also es ist nicht, für mich nicht großstadtmäßig genug. Es ist zu viel Land, ne? So. Und dementsprechend, guck mal, das ist mein Truck. Ich habe ihn gefunden, endlich.
Ja, ich werde wahrscheinlich die Insel verlassen. Aber das kann ich auch gar nicht so sagen. Ich kann auch nicht sagen, wohin. Ich hatte zwar Pläne, wohin, aber ich weiß ja auch gar nicht, was in meinem Privatleben sich ändert halt. Ne? Das ist abhängig von meinem Privatleben. Und auf der Insel zum Beispiel kann ich Truck fahren, kann ich Fischer werden oder ich mache ein Hotel auf. Und Truck fahren, Longhaul, auf längere Sicht gesehen möchte ich das nicht, weil es mir einfach zu viel Lebenszeit auffrisst. Ne? Habe ich schon mal gesagt, das frisst zu viel Lebenszeit auf halt. Ne? Und dementsprechend, ja, wahrscheinlich werde ich sie verlassen, um das mal so beantworten zu können. So, Handy wieder aufmachen hier. Wie sieht das aus mit den Waldbränden in Kanada? Heiko? Weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung von. Wir haben bei uns nicht so viele. Kann ich leider nicht viel zu sagen. Was findest du besonders gut? Was vermisst du? Da kann ich jetzt gerade nichts zu sagen. Das sage ich im nächsten Video. Michael, du möchtest ja wieder was... da muss ich mich auch drauf vorbereiten. Der Michael möchte ganz gerne wissen, wie das mit den Papieren ist und sowas alles. Den lösche ich. Oh. Kennst du Tracker Mario? Natürlich kenne ich Tracker Mario. Mario. Wir telefonieren manchmal. Und das ist schön so, weil wir uns nett finden. Und manchmal haben wir sehr, sehr lange, tiefe Gespräche. Also so Empathie und Einfühlungsvermögen und Verhalten und so. Und ja, ich würde sagen, wir sind beide sehr schlau und reden da ganz gerne rüber. Also wir, ja, machen dann ganz gerne wir sprechen ganz gerne über, ja, habe ich gerade gesagt. Ich soll was über mein rechtes Tattoo, also SW, ich würde gerne den Namen erzählen, aber ich weiß nicht wie. Erzähl doch mal etwas über dein Tattoo auf dem rechten Arm. Ist mir in diesem Video erstmal so richtig aufgefallen. Liebe Grüße und allzeit einen gut gepflegten Bart. So. Mein Tattoo. Muss ich erstmal zeigen. Für die, die es noch nicht kennen. Also, das Tattoo ist Ruffy und meine Hand ist seine Hand. Seht ihr das? Seine Hand ist meine Hand. Oder seine Faust ist meine Faust. So, ne? Kann man das jetzt sehen? So, reicht, ne? Das Tattoo habe ich mir in Hamburg stechen lassen. Es ist ein bisschen längere Geschichte, aber ich möchte ja auch... Das soll die letzte Frage sein, die ich beantworte für heute. Weil es sind jetzt schon 13 Minuten. Also, ich habe dieses Tattoo, ich würde sagen, 10 Jahre. Das habe ich von meiner damaligen Freundin, der Tanja, habe ich das zum Geburtstag geschenkt gekriegt. So. Und dieses Tattoo heißt, ich war mal sehr krank und musste mein Leben schlagartig ändern. Ich habe zu viel gearbeitet, ich hatte einen Burnout und ich hatte früher ein anderes Leben gelebt. Ich hatte Angestellte und ne? Ich habe 90 bis 100 Stunden die Woche gearbeitet, 7 Tage die Woche, das über Jahre und hatte einen Burnout gehabt. Ich habe die letzten 3 Jahre, bevor ich den Zusammenbruch hatte, habe ich ungefähr 1 bis 2 Stunden nachts geschlafen. Nicht, weil ich keine Zeit hatte, sondern weil ich kam nicht zur Ruhe. Ich bin todmüde ins Bett gefallen nach 20 Stunden Arbeit und bin dann nach 1 Stunde, 2 Stunden aufgewacht und hatte überhaupt gar nicht geschlafen und war unruhig. Ne? Ich konnte nicht runterfahren, also ich konnte nicht relaxen, chillen. Ne? Und dann habe ich dieses Leben abgeben müssen, weil mein Arzt sagte damals zu mir, es war verrückt. Ich bin eines Morgens aufgewacht und war halbseitig gelähmt.
rechte Seite war gelähmt. Ich konnte also nur noch kriechen. Und dann habe ich den Arzt angerufen und dann bin ich da mit dem Taxi hingefahren, weil ich ja kein Auto fahren konnte. Ich war alleine und ja. Und dann sagte der Arzt zu mir, der kannte mich nicht, weil ich brauchte nie einen Arzt, ne? Harter Mann, ne? Braucht keinen Arzt, ne? Und er sagte zu mir, Sie arbeiten viel, ohne dass der mich kannte halt, ne? Und dann sagt er so, hat Ihr Körper schon mal andere Reaktionen gezeigt? Ich sag, ja, Augenlider zucken und so und kalt warmer Schauer und Flimmern vor den Augen. Und dann sagt er so zu mir, da war er ganz entsetzt und sagte so zu mir, wie lange haben Sie das schon? Ich sag, 2 Jahre. Und dann sagt er so zu mir, da müssen Sie mal so langsam was ändern. Ihr Körper meint es sehr gut mit Ihnen, weil der warnt Sie die ganze Zeit vor. Und ich habe da nie drauf gehört. Ne? So, und dann habe ich halt gelernt, da auf meine Körpersignale zu hören. Ne? So, die überhaupt erstmal zu verstehen. Ne? So, zu verstehen und auch deshalb ist es auch ein ganz großer Part von meinem Leben, dass ich so nah bei mir bin. Ne? Da lernt man erstmal sich zuzuhören. Und wenn ich zu meinen Kumpels sage, ich muss mal wieder mir selber zuhören, dann wissen die auch schon Bescheid. Ne? Dann muss ich irgendwo hingehen, Zigarette, Kaffee, eine Bank, am besten Wasser und dann muss ich aufs Wasser gucken oder ich muss eine Stunde laufen und muss mir selber zuhören, ob das gut ist, was ich gerade mache. Das habe ich also gelernt und das ist halt so, man muss das halt lernen und ich habe das mittlerweile so, dass ich so viel fühle. Viele Menschen sind ja so unzufrieden und blöken und machen andere schlecht und es ist halt so, dass die sich nicht selber kennen. Weil es ist ja nicht so, dass die nicht andere schlecht machen, weil die anderen scheiße sind, sondern weil sie sich selber nicht gut fühlen. Ne? Und die Menschen können zum Beispiel nicht sich selber zuhören. Die können nicht selber fühlen, was sie gerade fühlen. Ne? So. Und dementsprechend habe ich dieses Tattoo danach mir stechen lassen. Ich hatte ganz große Angst vor Tattoos. Und dann habe ich auf Facebook, glaube ich, oder irgendwo habe ich dieses Tattoo gesehen. Und dann kam so in den Sinn, das ist geil, dieses Tattoo für das, was du geschafft hast. Ne? Dass du dein Leben, ne? Dein altes Leben verlassen hast und es geschafft hast. Ne? Deshalb habe ich das Tattoo. Und wie gesagt, ich hatte ganz große Angst. Meine damalige Freundin sagte zu mir, du willst ein Tattoo haben? Du Weichei? Oder du hast so Angst vor jeder Spritze? Ich sage, ja, ich will das haben. Hatte auch keine Angst gehabt. Nur als ich da dann auf der Bank lag, ne? Als dann der Typ dann die Nadel zückte. Aber wisst ihr, was ich nach 10 Minuten gemacht habe? Ich habe geschlafen. So, weil das eine gute Idee war. Ich wusste, das ist gut. Das ist zwar jetzt doof wegen den Nadeln, aber also ich kann kein Blut sehen und keine Nadeln. Also gerade so bei anderen Menschen, da kann ich selber, wenn ich was habe, ist es nicht schlimm. Aber wenn ich es bei anderen Menschen sehe, dann schlimm. Nadeln bei mir selber sind auch schlimm. Also zum Blutabnehmen, ich bin auch schon mal beim Blutabnehmen umgekippt. Ich kann das nicht ab. Alles, was so in die Haut so eindringt, so ist nicht schön. Aber wie gesagt, so ist das halt. Und damit muss ich halt leben, ne? Ich habe meinen Arzt gehabt, der hat mir Blut abgenommen, der sagte so, jetzt mache ich die Nadel rein und ich und dann jetzt tue ich die rein und rein, ja und dann redet er und ich denke so die ganze Zeit, Alter, du bist doch schon lange fertig. Und dann sagt er zu mir, wissen Sie was, du bist schon seit 3 Minuten fertig. Das ist, Sie machen sich das Problem. Hat er recht mit. Hat er auch recht mit. Ist ja meine Angst, ne? Angst hat man meistens. Angst entsteht im eigenen Kopf, in den eigenen Gedanken. Und ja, meistens ist es gar nicht so schlimm. Obwohl ich manchmal auch sehr große Angst habe. Jetzt hier gerade im Winter habe ich immer Angst. Weil im Winter fahre ich nicht gerne, weil das so ein Gefühl ist, so von wegen, das geht nicht gut. Und dann ist das ja so ein Gefühl, das geht nicht gut und dann macht man das und dann geht das auch nicht gut. Und dann sagt man, hat man es doch gewusst. Und das Gefühl habe ich beim Trackern im Winter. So, ich habe jetzt hier 19 Minuten, 50 Minuten geschnitten. Ich bin auf dem Weg immer nach Virginia. Ich habe die Zeit im Nacken
muss das Video jetzt noch hochladen. Viel zu schneiden gibt es ja heute nicht. Und ja, ich bedanke mich für diese tollen Fragen und ich werde nachher noch mal gucken, was jetzt übrig geblieben ist von den Fragen, weil ich habe gemerkt, ich habe doch ganz schön viele Fragen beantwortet. Die einen konnte ich nicht beantworten, das mache ich später, weil ich da ein bisschen mehr zu sagen habe und das hätte jetzt hier nicht reingepasst. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, teilen, abonnieren, liken, kommentieren. Facebook, Kanada Trucker Philipp und ich würde sagen, dies ist das Dienstagsvideo. Ich komme wieder, keine Frage. Bis bald. Tschüss.